World Ends With You ist wild, stylisch, aber auch eigen. Die Reise mit dem Spiel und besonders mit meinem geschundenen Fanherzen war eine wahre Odyssee. 2008 für den Nintendo DS erschien, war aufgrund geringer Verkaufszahlen eine Zukunft des Franchises lange ungewiss, obwohl Square selbst immer wieder fleißig Öl ins Feuer goss. Die erste Sicherung eines neuen Trademarks in diese Richtung führte zur Mobile-Version, die zweite zum Switch-Port und zu guter Letzt eine Anime-Umsetzung, bevor endlich die Erlösung kam und ein Sequel angekündigt wurde, welches uns bald erwartet. Die Ankündigung eines zweiten Teils und der Anime-Verwurstung ist auch Grund genug, um dem Spiel ganze 2 Videos zu widmen. Der erste Part wird sich hauptsächlich um das Spiel an sich drehen und dabei so spoilerfrei wie möglich sein. Das nächste Video behandelt dann die Story und droppt kurz vorm Release des zweiten Teils. Das Projekt nahm Form an, nachdem das Team rund um der Kingdom Hearts Serie fertig mit dem damals noch GBA-exklusiven Chain of Memories war. Als Director zeigte sich Tatsuya Kando verantwortlich, der bis dahin lediglich im Animationsbereich diverser Square Enix Spiele tätig war. Die World Ends With You sowie das für PS2 geremakte Re-Chain of Memories sind bislang auch die beiden einzigen Spiele in seiner Director-Laufbahn. Tatsuya Nomura selber zeigte sich für das Character Design und als Creative Producer verantwortlich. Nachdem das Entwicklerteam den Auftrag bekommen hat, das Spiel exklusiv für den DS zu machen und damit alle Gameplay-Features einzubauen, die diese Plattform so bot, holte man sich für die Entwicklung das Studio Jupiter ins Boot, die sich seit dem Game Boy auf das Entwickeln für Nintendo Handheld spezialisiert hatten. Aber Moment mal. Oh Kinder, packt den Stylus aus, denn es ist Wischi-Wischi-Zeit. Mamma mia! Der größte Knackpunkt für viele Leute da draußen, die sich dem Spiel widmen, wird hauptsächlich die Steuerung sein. Diese ist komplett auf den Touchscreen ausgelegt. Bewegung als auch Angriffe funktionieren komplett über diese Steuerung. Dabei oder gerade deswegen ist das Gameplay an sich recht simpel gehalten. Im Grunde kann ich mich während eines Encounters jederzeit bewegen und mit einem schnellen Wisch zum Spurt anlegen, der mich auch während der Animation unverwundbar macht. Das Angreifen folgt über Pins. Sie fungieren ähnlich wie ein Deck in einem Kartenspiel. Diese aktivieren sich, indem ich immer eine bestimmte Bewegung mache. Es gibt beispielsweise Pins, die sich aktivieren, indem ich auf den Gegner tippe, über den Gegner wische, einen Kreis zeichne oder meine Wurstfinger aufs Touchfeld gedrückt lasse. Funktioniert das immer einwandfrei? Absolut nicht. Es gibt Pins, die total overpowered sind, weil sie einerseits mega stark und dann auch noch total simpel in der Bewegung sind. Andere wiederum reagieren schlicht nicht, weil man im Eifer des Gefechts letztendlich nur wie wild aufs Touchpad rumeiert. Und das gilt für alle Versionen. Ich verstehe also vollkommen, wenn man ein Gefühl bekommt, während des Spielens nicht die volle Kontrolle über die Aktion zu haben. Das Gameplay hat auch bei mir nie für vollkommene Begeisterungsstürme gesorgt, wobei es dennoch genug Kniffe immer gab, die mich an der Stange hielten. Zum einen hat mir das Spiel immer die Wahl gelassen, wie ich abseits der Story meine Zeit in Shibuya verbringen wollte. Encounter lassen sich immer machen, wenn ich es will. Es gibt keine Zufallskämpfe und ich kann relativ ungestört durch die einzelnen Abschnitte der Stadt wandern. Genauso lässt sich jederzeit der Schwierigkeitsgrad ändern und obwohl der Kontext der Story einen Zeitdruck suggeriert, gibt es keinerlei Zeitlimit, welches mich künstlich stressen will. Das sind alles coole Dinge, aber auch nicht der Real Deal für mich. Wenn man dem Video bislang auch nur irgendeine Art von Objektivität zusprechen konnte, dann werden wir diese Straße mal ganz schnell verlassen. Was mich auch beim erneuten Spielen wirklich faszinierte, war einfach der Style des Spiels. Zum einen liebe ich den ganzen Comic-Stil mit den bewusst gewählten hardkantigen Charakterdesigns und den dicken schwarzen Outlines rund um diese. Das Klamottendesign wurde ebenfalls so gestaltet, dass es zum Charakter der Protagonisten passt. Nico zum Beispiel, der immer mit aufgesetzten Kopfhörern zu sehen ist. Das international anerkannte Zeichen im Bus für "Laber mich nicht an". Ist neben Ihnen noch ein Platz frei? Er ist nun mal eine sehr introvertierte Person, die kaum einen an sich ranlässt, mit niemandem was zu tun haben will und sich vor dem Rest der Welt verschließt. Diese Person wird in einen vollen und lauten Shibuya hineingeworfen. Der eigentliche Star ist nämlich die Stadt an sich. Shibuya als Setting mag zwar nicht das absolute Novum sein, was sich auch bemerkbar gemacht hatte, als beim ersten Material zu The World Ends With You 2 Stimmen laut geworden sind, die das Spiel als schamloses Persona 5 Rip-Off betitelt haben. Das sieht ja aus wie Persona. Denkt euch mal was Eigenes aus. Halt die Schnauze, Timmy. Der Stadtteil wurde dabei auch nicht um die bekanntesten Wahrzeichen beraubt. Über alle steht natürlich die Shibuya-Kreuzung, die Hachiko-Statue oder die große Shopping Mall Ichimaru-Q, die aus Copyright-Gründen 104 getauft wurde. Aber das ist noch nicht alles. Zwei große Themen, die immer wieder in Shibuya auftauchen, sind Mode
und wie wichtig Viralität und Influencer für ein Produkt sein können. Das Spiel widmet sich im Verlauf seiner Story zum Beispiel einem Kampf zweier Rahmengeschäfte. Das eine bereitet seine Nudelsuppe mit Herz und Seele zu, hat aber kaum Abverkäufe, und das andere rotzt seine Nudeln einfach hin, boomt aber, weil der Laden fancy ist und der bekannteste Influencer über den Laden berichtet. Wie das Ganze ausgeht, will ich an dieser Stelle nicht verraten, war aber doch überrascht, wie die ganze Storyline im Jahre 2008 schon so ein großes Thema war. Ich meine, zu der Zeit bestand das Internet noch hauptsächlich aus Katzenvideos und den beiden Jungs hier. Das nächste große Ding ist natürlich die Mode, welches sich bis ins Ausrüstungssystem hinzieht. Ausrüstung sind hier Klamotten verschiedener Marken. Ich besorge mir zum Beispiel in Shop A die Hose von Marke B und das gibt mir dann eine Erhöhung der Stats und meistens noch irgendeine Fähigkeit. Mit einer Marke alleine ist man aber nicht gegen alles gewappnet. Die Stadt im Spiel fühlt sich lebendig an und ist im stetigen Wandel. Je nach Bereich sind die Klamotten, die Neko trägt, angesagt oder nicht. Sollten die Klamotten sowie Pins der jeweiligen Marke im Trend sein, gibt es einen Boost der Statuswerte in den Kämpfen. Andersherum fallen die Werte ins Negative. Die eigens getragene Marke lässt sich aber im Trend steigen, wenn mit dieser Kämpfe bestritten werden und diese damit im Ansehen steigt. Die Marke geht viral. Es ist also sinnvoller, sich ein Set aus verschiedenen Klamotten zusammenzustellen und diese dann wenn nötig zu pushen, als sich jetzt das absolute Hypebeast-Outfit zu erstellen, mit jedem Stück von einer anderen beschissenen Marke. Das ist Versace. Und hier haben wir Louis Vuitton. Zumindest in der Theorie ist das so. Selbst auf den höheren Schwierigkeitsgrad wird dies in den seltensten Fällen verlangt und man kann eigentlich nach eigenem Gusto spielen. Im Großen und Ganzen versprüht The World Ends With You ein sehr urbanes Gefühl. Nicht zuletzt wegen der Musik, für die sich Meisterkomponist Takeharu Ishimoto verantwortlich zeigt. Der Soundtrack ist wirklich ein Banger, der auch wunderbar das Setting einfängt, mit vielen Hip-Hop-Elementen, Vocals und Scratch-Parts. Kaum zu glauben, dass derselbe Mann, der die mit brachialsten Gitarren ins Final Fantasy Game gebracht hat, eine gefühlt 180-Grad-Drehung mit dem Soundtrack vollzieht. Ihr merkt schon, dass ich mich bei dem Spiel lieber mit allem anderen als dem Gameplay aussetze. Ich habe meinen Spaß dran, verstehe aber, wenn es für viele den Knackpunkt darstellt. Auch wenn mit der folgenden Aussage dieses Video jetzt sehr schlecht altern wird, aber ich hoffe, dass die Anime-Umsetzung dem Original alle Ehre macht und die letzten Zweifler doch noch mit ins Boot holen kann. Zumindest vom Look and Feel fangen die ersten Trailer die Vorlage schon gut ein. Das Franchise hat es auf jeden Fall verdient, von viel mehr Leuten beachtet zu werden.